Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns der große Holosun Mikrovisier-Vergleich. Wir haben euch ja in den vergangenen Monaten, Jahren schon diverse Visiere von Holosun vorgestellt. Einmal die großen für die Gewehre oder für die Schrotflinte und aber auch einen Haufen von den Pistol Sights. Da habt ihr euch bestimmt schon gefragt, was benutze ich jetzt für meine Pistole, was benutze ich hier, was ist da am besten, wo sind die Unterschiede? Wir haben es ja in den einzelnen Videos kurz mal angerissen, aber einfach nochmal hier ein Kompaktvideo, dass ihr alles zusammen habt und die Information abgreifen könnt. Und wenn euch dann ein Gerät im genaueren oder im Detail interessiert, könnt ihr dieses Video nochmal abrufen und anschauen. Wir haben jetzt natürlich nicht alle Visiere von Holosun hier. Das macht aber auch nichts, denn viele sind aufgrund der technischen Spezifikationen fast gleich. Das Einzige, was sich da unterscheidet, ist dann das Absehen. Ja, also gerade hier im Pistol-Sight-Bereich habt ihr bei der 500er Serie immer das gleiche Absehen. Das ist immer Punkt, 2 MOA und 32 MOA Kreis. Und bei der 400er Serie kann das variieren. Das kann mal ein großer Punkt sein, das kann mal ein kleiner Punkt sein oder hier wie bei dem 407 CO ein Punkt, der in der Mitte leer ist, damit ihr einfach nochmal ein bisschen besseres Sehfeld habt. Ich habe es gerade schon gesagt, 400er Serie, 500er Serie, das ist der Unterschied, das umstellbare Absehen. Wir haben jetzt hier ein Gerät aus der 400er Serie, wo ich sage, das ist auf jeden Fall auch ein Sight, was ich nur auf der Pistole sehe. Also hier gerade auf der Walther 407 CO mit einem Kreis in der Mitte, der wie ein Punkt ausgeführt ist, aber halt hohl in der Mitte. Und das ist natürlich eine ganz geile Sache, um schnell Zielerfassung zu haben, um da entsprechend mitzuarbeiten. Natürlich ist es reine Geschmackssache, wer jetzt auf der AR-15 ein großes Holosun hat mit einem 2 MOA-Punkt und dem 64 MOA-Kreis, der sagt, ich möchte vielleicht auch auf der Pistole das identische Absehen haben, nur dass es da halt natürlich ein 32 MOA-Kreis ist, der kann natürlich dann auch auf ein anderes ausweichen, wie zum Beispiel das hier. Ja? Aber da komme ich jetzt gleich dazu. Eins noch vorab für euch zur Information, die meisten Visiere haben dieselben identischen Spezifikationen. Das heißt, ihr habt die Shake-Awake-Technologie, dass die Geräte sich automatisch nach einer Vibration wieder einschalten. Ihr habt eine sehr, sehr lange Batterielebensdauer, die auch annähernd identisch ist. Ihr habt bei vielen Geräten die Solarpanels. Also da habt ihr wirklich kaum einen Unterschied. Das heißt, es ist dann wirklich reine Geschmackssache. Und dann müsst ihr natürlich noch wählen, ob ihr Aluminium oder Titan wollt. Wir haben bereits einen Härtetest mit einem Aluminiumgerät gemacht und der war sehr, sehr gut. Von daher sage ich, wer sehr gut will, nimmt Aluminium und wer noch besser als sehr gut will, der nimmt Titan. Ja, hier habe ich jetzt nochmal ein Holosun mit einem 32 MOA Kreis und einem 2 MOA Punkt. Das wäre jetzt so eine Anwendung an der AR-15 oder an anderen halbautomatischen Gewehren. Kennt man aus dem militärischen Bereich oder auch im sportlichen Bereich. Man hat ein Zielfernrohr mit einer variablen Vergrößerung. Das ist jetzt, was weiß ich, auf 6-fach eingestellt. Und dann habe ich eine weite Entfernung. Und gerade wenn ich jetzt mit mehreren Distanzen arbeiten muss, kann ich hier einfach das Gewehr leicht zur Seite drehen und habe dann direkt den Punkt für den Nahbereich und kann hier wieder schnell auf die Entfernung wechseln. Das ist eine Möglichkeit, um dynamisch das Ganze abzubilden. Neben dem sportlichen Einsatz gibt es natürlich auch einen jagdlichen Einsatz für so eine Optik. Ja? Und zwar nicht in dem Sinne, dass man hier schnell dynamisch von nah auf fern wechselt, sondern ich habe ein Zielfernrohr mit einer höheren Vergrößerung. Das hat natürlich dann entsprechend auch ein kleines Sehfeld. Wenn ich jetzt jagdlich auf 80 oder 100 Meter schieße und da auf 24-fach die Vergrößerung eingestellt habe, dann fängt man erstmal an zu suchen. Ja? Und hier hat man natürlich den großen Vorteil, wenn ich jetzt hier oben nochmal so ein Rotpunktvisier aufbaue, dann kann ich damit in Anschlag gehen, kann schon mal grob das Ziel anvisieren und kann dann durchs Zielfernrohr schauen und dann da die Details genau sehen. Das ist nochmal eine feine Sache, wo so ein Visier auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hat. Natürlich könnt ihr so ein Visier auch als Primäroptik auf eurem AR-15 oder auf ähnlichen Halbautomaten nutzen. Hat man in der Vergangenheit eher weniger gesehen, einfach aus dem Grund, ihr seht es ja selber, wir sind hier relativ weit unten nahe der Laufsäle, was natürlich eigentlich ein Vorteil ist, gerade bei der AR-15. Hier an der Laufsäle ist immer besser zum Treffen, klar hat man keinen Offset, aber man hat natürlich den Nachteil beim AR-15, wenn ich mit Kimme und Korn arbeite und das alles in eine Linie bringen will,
Funktioniert so nicht. Seht ihr selber, ja? Ist höher als die Optik. In dem Fall könnte man sogar tatsächlich mit Kimme und Korn oben drüber schießen, aber halt nicht in einer Line. Wer das denn aber trotzdem möchte, hat die Möglichkeit natürlich auch hier mit Aftermarket-Montagen zu arbeiten, um so ein Visier auch nach oben zu bringen. Und auch in Sachen Robustheit gehe ich so weit, dass ich sage, die kleinen Optiken stehen jetzt den großen in fast nichts nach. Ja? Was kleiner ist, kann auch schwerer irgendwo dagegen dengeln. Von daher auch auf jeden Fall eine Option für eure Langwaffe. Ganz neu ist das 507K. Da haben wir auch noch kein Video dazu gemacht bisher. Das ist ja, relativ neu vorgestellt worden. Auf der SHOT Show 2020 haben wir das erste Mal gesehen. Gibt es jetzt auch zu haben oder zu erwerben. Die Besonderheit an dieser Optik ist, dass sie winzig klein ist. Ne? Also wenn ihr mal im Vergleich hier euch die große anschaut, ne, das ist schon nochmal eine ganze Nummer und vor allem ist es viel, viel schlanker und viel, viel kleiner. Das ist die Besonderheit an dieser Optik. Und natürlich auch von der Gehäuseform her ist es eher eckig, während die anderen eher rund sind. Aber alle Details zu dieser Optik, die zeigen wir euch nochmal in einem separaten Video, nur dass ihr es schon mal gesehen habt. Das ist halt die Besonderheit, ultra klein, ultra flach, passt hier perfekt auf die Waffe. Die ganzen Visiere, die wir bisher vorgestellt haben, waren Open Sights. Das heißt, ihr habt ein rundes, offenes Absehenfenster, ein großes Sichtfenster im Vergleich zu einem Tube-Visier wie bei den 503 GU für die Langwaffe. Guckt ihr nicht durch eine Röhre, sondern habt wirklich ein großes Sichtfeld mit einem schmalen Rand außenrum. Allerdings habt ihr da den Nachteil, sage ich mal in Anführungszeichen, je nachdem für was ihr es einsetzt. Ihr habt einen exponierten Emitter. Bedeutet Regen, Dreck, Schmutz, Wasser, was auch immer, kommt auf den Emitter. Damit wird der Leuchtstrahl unterbrochen und das Absehen bleibt dunkel. Ist natürlich jetzt keine schöne Sache, gerade im Behördenbereich, sage ich mal. Und genau aus dem Grund gibt es von Holosun auch hier das Ganze nochmal mit einem geschlossenen Gehäuse. Das ist das 509 TRD, was ich hier in meinen Händen halte. Diese Optik ist komplett geschlossen, das heißt, der Emitter befindet sich innerhalb dieses kleinen Kastens. Und das ist wirklich auch nochmal vom Format her wirklich ein Gamechanger. Also gerade wenn ich jetzt mal mir überlege, das Aimpoint Acro wäre jetzt so zum Vergleich, das ist deutlich größer. Und da habt ihr hier auch ein sehr, sehr kleines Paket mit einem 32 MOA Kreis und einem 2 MOA Punkt. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz, ganz feine Sache für die Pistole. Stichwort Pistole, genau dafür ist es auch konzipiert. Denn da gibt es eine spezielle Montage, das haben wir in dem Video auch schon ausführlich erklärt. Es ist, ja, man könnte sagen, so eine Art Picatinny. Also es ist keine Picatinny, aber es sieht so aus. Also ihr habt rechts und links Klemmbacken, dazu auch eine dazu passende Montage und da wird das dann mit verklemmt. Und darauf kommt dann nochmal eine RMR-Montage oder was auch immer, um das dann entsprechend mit der Waffe zu verbinden. Also auch eine spezielle Lösung für die Pistole. Neben der AR-15 könnt ihr aber auch natürlich das Sight auf der Schrotflinte einsetzen. Und gerade hier macht das Low-Mount, was dabei ist, auch durchaus Sinn, denn es ist hier nahe an der Laufsäle. Und jetzt kommt noch dazu, coole Sache und zufällig rausgefunden quasi bei Holosun, der 32 MOA Kreis, den könnt ihr ja auch dann mit dem umschaltbaren Absehen so umschalten, dass es nur der Kreis ist, der passt genau auf die BDS Stahlziele auf 15 Meter. Also da habt ihr schon mal eine Optik, die ideal zum sportlichen Schießen ist. Natürlich gehen auch Fallscheiben oder sonstige Geschichten oder Wurfscheiben, was auch immer ihr mit der Schrotflinte damit machen wollt. Das wäre auch nochmal eine Option. Zusammengefasst kann man sagen, da ist für jeden was dabei. Was ihr jetzt genau wo draufbauen könnt oder sollt, hoffen wir, dass wir euch da ein bisschen mehr Klarheit gegeben haben. Wie gesagt, im Zweifelsfall einfach nochmal die Detailvideos angucken zu den einzelnen Sights. Bis auf das hier haben wir ja schon alle vorgestellt und dann könnt ihr euch das angucken und das kommt auch in naher Zukunft. Egal für welches ihr euch entscheidet, ihr bekommt die Optiken bei Holosun direkt. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen oder habt ihr selber eines dieser Visiere bereits im Einsatz und wenn ja, auf welcher Waffe? Schreibt es uns mal in die Kommentare, das wird uns sehr interessieren. Seid ihr denn zufrieden damit? Auch das würde uns interessieren. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo und die Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Das heißt, bei einem größeren Visier wie einem 503 GU, da ist dann auch eine entsprechende High Mount mit dabei, damit Kimme und Korn in einer Linie arbeiten können. Ich muss den Beitrag für Facebook freischalten.